Willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Phänomen Anastasia. Geehrte Zuschauer, es geht weiter in unserer Serie mit Teil 4 von Band 4, Schöpfung. Interessante Minuten erwarten Sie. Bis gleich. Phänomen Anastasia, Band 4, Teil 4, Schöpfung. Neben mir Herr Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Im ersten Kapitel geht's los. Jeder kann sein eigenes Haus bauen und das schon heute. Genau. Nachdem wir in den letzten Teilen teilweise ziemlich abgespacete Themen haben, kommen wir jetzt wieder richtig auf die Erde. Es geht hier darum, Thema auch Heimat und Haus bauen. Was können wir richtig tun, was gut und schön ist? Und da empfiehlt die Anastasia ganz klar, wir brauchen ein Stück Land. Und da ist auch die Empfehlung, das auszuwählen. Und da heißt es so schön hier, wähle zunächst einen Ort auf der Erde aus, der in vielerlei Hinsicht geeignet erscheint, wo auch deine Kinder und Enkel noch leben wollen. Wähle es gut aus, nimm dort 1 Hektar Land, das Klima muss passen, Boden, alles, und diese Entscheidung soll für Jahrhunderte gelten. Und es ist für mich dann an der Stelle manchmal so ein bisschen fraglich mit dem Thema der Übersetzung, weil die Bücher sind ja im Original in Russisch. Und es kann auch sein, dass das Wort Haus nicht nur das gebaute Haus bedeutet, sondern auch im Prinzip dieser Landsitz. Da ist es vielleicht nochmal ganz gut, wenn man da genauer hineinbohrt, zu sagen, das lebendes Haus ist manchmal auch beschrieben, dass dann der lebende Garten mit gemeint ist. Und das heißt, jeder kann sein Haus bauen, jeder kann den Raum bauen. Ich sage manchmal selber, wenn man einen schönen Hektar hat, wo die Pflanzen wachsen, hat man ein Hektar großes Wohnzimmer. Weil Wohnzimmer heißt der Raum, wo Wonne, Wohlfühlen ist. Und das ist im Prinzip dann das große Hektar. Zimmer mit dem Himmel als Decke. Es wird dann erklärt, wie denn dieser Zaun oder wie man den seinen Raum abgrenzen sollte am besten. Genau, die Frage von Anastasia war dann, was willst du zuerst machen? Er einen Zaun, ja genau, und ja, dann denkt er an einen Holzzaun und sie sagt, ja, wie lange hält der dann? Da muss er wieder reparieren. Ja, Metallzaun, alles Mögliche an toten Baustoffen muss man wieder reparieren. Und ihr Vorschlag ist dann, ja, pflanze doch einen lebenden Zaun, eine lebende Hecke, Bäume dicht an dicht, dazwischen noch Buschwerk. Und dann ist das so eine richtig schöne Geschichte, das blüht und duftet und die Vögel zwitschern. Und der Herr Mekre war selber noch mehr so in den technischen Aspekten im Kosten. Und sie macht da so ein buntes Gemälde von so einem faszinierenden, lebenden Bereich. Und dann merkt er so, die denkt wirklich ganz anders als ich. Dann denkt er aber auch wieder, Mensch, 1 Hektar, 100 mal 100 Meter, das sind 400 Meter Hecke. Was das kostet, was für ein Arbeitsaufwand, wie viele Löcher muss man da graben? Und Technik ist ja wohl von ihr abzulehnen. Und dann sagt sie interessanterweise, die Technik können wir schon nutzen, wenn wir sie für was Schöpferisches, Schönes nutzen. Wir können durchaus die Errungenschaften der dunklen Seite, wie sie es nennt, fürs Lichte benutzen. Ganz simplen Vorschlag macht sie, man nimmt einen Traktor mit Pflug, macht mal da eine fette Furche, in die Furche werden dann die Jungpflanzen gelegt, dann fährt man nochmal zurück, um das aufgeworfene Erdreich wiederum in die Furche hinein zu pflügen. Und dann sind die alle an einem Stück eingepflanzt, die Bäume werden dann noch ein bisschen gerichtet, ja, angetreten, fertig. Und dann versteht Herr Mekre, ja, das kann man innerhalb von ein paar Tagen schaffen, dass man diese Hecke anlegt. Natürlich wird das dann optimiert, im Laufe der Jahre wird eine schnell wachsende Birke vielleicht irgendwann als Bauholz oder Brennholz geerntet und dann was anderes noch dazu gepflanzt. Aber dass man erstmal schnell so eine Hecke hat. Es geht dann weiter, das Grundstück, wo man sich unterhält. Wie soll das aussehen? Ja, da gibt es dann zuerst so ein bisschen hin und her, wo Anastasia sagt, der einzelne Mensch oder die einzelne Familie sollte natürlich das Gelände so gestalten, wie es dem Inneren entspricht, dem inneren Wunschbild. Sie will da kein Grundmuster, kein Basisrezept, keine Pflichtvorgabe machen, das wäre ja monoton. Und der einzelne Mensch, die einzelne Familie sollte sich ja widerspiegeln, aber dann drängt er bitte ein gewisses Grundmuster. Und so ist dann von ihr der Vorschlag, ja, ungefähr die Hälfte der Fläche sollte Wald sein, also größer werdende Bäume. Und man könnte zwischen diesem Bereich, wo der Wald angepflanzt wird, und der Freifläche noch eine Hecke ziehen, dass beispielsweise, wenn man Tiere halten will, beispielsweise Hühner, die in dem Waldbereich dann leben, nicht in den Gemüsegarten jederzeit reinkommen. In dem Wald könnte man noch Bienen halten.
in der Freifläche einen Bereich für Gemüse vorsehen für das Haus und noch einen Teich von ein paar hundert Quadratmetern. So macht es so ein paar Empfehlungen. Ist dann auch nochmal von ihm die Frage, ja, wie wird denn der ganze Gemüsegarten gedüngt? Es muss doch gedüngt werden, sonst wächst nichts. Und sie wieder ganz simpel, na, schau doch mal in die Tiger. Wer düngt denn hier den Wald? Brauchst doch gar nicht. Die Blätter fallen runter, die kompostieren, der Dünger entsteht von alleine. Und auch deswegen braucht so ein Landsitz Wald, weil die Bäume mit den Wurzeln dann die Nährstoffe auch holen, mit der Photosynthese dann auch mit dem Blattfall auch so viel Dünger produzieren, dass der Gemüsegarten auch genügend bekommt. Es geht dann weiter, es wird über das Haus gesprochen. Ja, da denkt er natürlich wieder richtig feudal und groß und sie empfiehlt dann eher, naja, wir können es auch eher klein halten. Ja, nicht nur Provisorium, schon ganz okay, aber nicht so, dass es für Jahrhunderte halten soll, weil die Nachfahren, die Enkel beispielsweise, vielleicht ganz anders bauen wollen. Und dann sagt sie noch ganz nett, die Baustoffe, mit denen deine Enkel bauen wollen, die gibt es noch gar nicht. Und zwar ist ihr Vorschlag, dass jetzt Bäume gepflanzt werden mit aller Herzenszuwendung, dass man auch beim Wachsen der Bäume die gesamte Liebe an die Enkel den Bäumen auch schenkt, damit dann später in diversen Jahrzehnten, vielleicht auch erst die Urenkel, je nachdem wie lange man die Bäume wachsen lässt, die dann Bauholz haben, was ihre Vorfahren extra für sie angepflanzt haben und gepflegt haben. Und ein Haus aus solchen Baustoffen sei natürlich dann ganz besonders gut. Es steht allerdings immer wieder das Thema drin, lebende Häuser. Es gibt dann auch das Thema, dass Äste geflochten werden zu lebenden Häusern. Aber es kann durchaus auch sowas wie Blockhäuser oder Fachwerkhäuser aus dementsprechenden selbst angepflanzten Bäumen auch genommen werden. Waren wir gerade bei der Liebe, das nächste Kapitel, die Energie der Liebe. Was ist damit gemeint? Ja, es ist dann so, wenn er immer mit seinem Totenhaus denkt, dann sagt sie, ja, denk doch mal an die vielen Scheidungen. Sagt er, ja, Scheidungen gibt's, die Liebe ist da, aber selbst ein amtliches Dokument kann die Liebe nicht halten. Dann fängt der Herr Meeker schon fast an zu sagen, die Liebe ist wohl ziemlich zimperlich. Und Anastasia sagt, nee, die weiß aber, was ihr gefällt. Die göttliche Schöpfung, die ist attraktiv für die Liebe. Das heißt, wenn man zu viel tote Materie um sich hat, zu viel technische Geräte, dann mag die Energie der Liebe nicht unbedingt da sein. Und wenn man also vielleicht schon auch ein totes Haus hat aus Holzbalken, aber das eher klein, aber überwiegend in dem Garten ist. Beispielsweise man gärtnert gemeinsam, dann kann auch eine geschwächte Liebesbeziehung wieder aufleben. Und von daher ganz klares Plädoyer, die Liebe, die ist gerne da, wo die lebende göttliche Schöpfung ist. Der Mensch, das Ebenbild Gottes, so geht es weiter. Da geht es dann drauf, wenn man so einen Landsitz hat und Nachkommen entstehen, ist etwas möglich, was bei uns praktisch bei allen nicht gegeben war, dass die sogenannten 3 Seinsebenen verbunden werden können. Manchmal wird in den Texten auch noch ein 4. Punkt genannt. Also an erster Stelle für die Zeugung eines Kindes ist das Bewusstsein, dass die Menschen wirklich das Kind wünschen, also Wunschkind und nicht einfach nur per Zufall. Und dann ist der zentrale Punkt auch, einen Familienbaum zu pflanzen. Dass man sagt, wir pflanzen einen Baum für die Familie, wir wollen ein Kind zeugen, wir pflanzen einen Baum, der wird dann auch wachsen. Sauerstoff, Luftreinigung, Wasser, Früchte, alles Mögliche. Und dann die Zeugung von dem Kind sollte auf dem Landsitz sein, gegebenenfalls auch direkt bei diesem Baum, die Geburt auch dort, wo die Zeugung war, und die Schwangere sollte die gesamte Zeit der Schwangerschaft auf diesem Landsitz, in diesem Raum der Liebe leben und sich in dieser Zeit von dem ernähren, was dort wächst. Das ist natürlich eine heftige Vorgabe. Dazu heißt es im Prinzip, man müsste so ein Landsitz eine Zeit lang schon entwickelt haben, dass genügend auch an Essen dort wächst. Und gleichzeitig kann man auch verstehen, wenn man so eine Herkunft hat, wenn man also wirklich weiß, dort bin ich geboren, in diesem Garten. Dort haben meine Eltern mich gezeugt. Dieser Baum, da kann man im Prinzip immer Zuflucht suchen. Da hat man wirklich eine Art Anker im Universum. Da kann ich mit Freude hin, mit Sorgen, mit allem
da weiß ich wirklich, da bin ich zu Hause. Also ich kann es lesen und eine Ahnung in mir entstehen lassen, wie das wäre, wenn ich es hätte. Und dann heißt es, naja, dann schauen wir doch, dass wir sowas für unsere Nachfahren geben. Es klingt also für Sie schlüssig. Fühlt sich richtig gut an, ja. Es geht dann weiter im Buch, wer ist schuld? Was ist damit gemeint? Ja, das ist im Prinzip dann die Frage, da wir das ja nicht haben, diese verbundenen Leider. 3 Seinsebenen, wer daran schuld ist. Und dann sagt die Anastasia so schön, naja, dann denk du doch mal an deine Tochter, von wegen hast du es ihr denn gegeben? Von wegen nicht deine eigenen Vorfahren beschuldigen, sondern was kannst du jetzt tun? Also nicht beklagen, sondern wo wir sind, sind wir. Und jetzt geht es weiter, in welche Richtung wollen wir gehen? Und dann heißt es, okay, dann überlegen wir doch, was machen wir? Und wenn man dann schon etwas älter ist, dann kann man auch zum Beispiel sagen, ich bitte die Kinder und Enkel um Verzeihung, dass wir Luftverschmutzung haben, dass wir Wasserverschmutzung haben und fange jetzt noch an mit einem Landsitz und mache jetzt die Erde ein Stückchen schön. Ich kann nicht die ganze Erde schön machen, aber einen kleinen Teil nehme ich mir vor und da pflanze ich einen Baum und da lege ich was an und ich mache so gut, wie ich es kann, auch wenn die jetzigen Kinder es vielleicht noch nicht haben wollen. Aber ich gebe mein Bestes. Da gibt es ja dann das schöne Beispiel im nächsten Kapitel, der Alte beim Dolmen. Können Sie da ein paar Sätze dazu sagen? Ja, in einem der ersten Bücher haben wir schon mal kurz das Thema gehabt, dieser Dolmen, dieser Steingräber, wo Menschen auch Informationen gespeichert haben. Und bei seinen Besuchen von diversen Dolmen hat er auch einen alten Herrn kennengelernt, der auf seinem Grundstück so einen Dolmen hat und hat dann auch beobachtet, wie er mit dem redet. Und wie er mit viel Mühe noch einen Teich versucht hat auszugraben und dann ein Haus und dann Imkerei und ein bisschen Gartenbau. Und der Sohn aber in Moskau, in der Großstadt, hat er gesagt, meine Güte, was macht er da? Und dann irgendwann hat er erfahren, dass er verstorben ist und hat gedacht, Gott, das Ganze ist jetzt verwildert, kommt hin und erlebt, dass es gepflegt ist, weil sein Sohn ist von der Stadt zu diesem Landsitz hin, weil der Vater kurz vorm Sterben dann seinen Sohn eingeladen hat gewissermaßen, jetzt habe ich vorbereitet, du kannst kommen. Und das hat den Herrn Maigret dann richtig so mal berührt, dass er das erlebt hat, wie das dann sein kann. Es geht dann weiter mit dem göttlichen Schulunterricht. Hört sich toll an. Ja, das ist eine Visionsgeschichte in die Zukunft hinein, wie denn der Unterricht der Zukunft sein könnte. Wir hatten ja schon mal dieses Waldgymnasium von Herrn Chetinin, die Tekos-Schule, und jetzt geht es noch eine Vision, wie es irgendwann noch wertvoller, noch interessanter sein könnte. Und dort ist es so beschrieben, also es ist wie so eine Art Traumreise. Da ist eine Art Amphitheater mit mehreren hundert Kindern, aber auch den Eltern, weil beide gegenseitig voneinander lernen. Und da ist dann gerade Astronomieunterricht oder Austausch, weil Unterricht ist so die Frage. Und da wurden dann die Kinder vor die Aufgabe gestellt, wie das Universum denn aufgebaut ist, und sie sollten sich einfach selber Gedanken machen. Und dann gibt es eine Abstimmung, wer denn da jetzt gerade den ersten Vortrag hält. Und dann ist dann ein Junge, der dann erzählt, wie die Erde denn eines Tages auch reisen würde mit ihrer Schönheit zu anderen Planeten, um dann die anderen Planeten quasi ein bisschen was von dieser Schönheit abzugeben. Genau, und hier ein bisschen Saatgut und dann, damit das ganze Weltall schön wird. Und dann wird in der Runde gefragt, was denn von seinem Vortrag zu halten ist. Und dann ist ein älterer Wissenschaftler da, der so ein bisschen Frage stellt, naja, was ist denn, wenn der Abstand von Sonne und Erde so groß wäre, weil wir brauchen ja die Wärme auch und wir kennen es ja, wenn der Abstand größer wird, ist Winter und dann ganz durchs Weltall zu reisen. Also es ist in diesem Unterricht, in diesem göttlichen Schulunterricht, wie es beschrieben ist, nicht empfohlen, eine vielleicht abwegige Idee eines Kindes schlecht zu machen, weil vielleicht meint man nur, es sei abwegig, aber er will es trotzdem in Frage stellen. Und dann fangen die ganzen an zu überlegen, ja, es müsste eine Energie geben, dass die Wärme auf der Erde erhalten wird, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Und es gibt es doch nicht, oder gibt es doch, oder gibt es nicht. Und ein Mädchen, die Tochter von diesem Wissenschaftler,
die sagt, Mensch, Papa hat recht, ich glaube es ihm, dass es eine Energie geben könnte, auch wenn wir sie nicht kennen, die die Erde warm hält, auch auf einer Reise. Dann rennt sie plötzlich nach nebenan und holt ein Blumentöpfchen mit einer kleinen Pflanze mit Knospen und stellt sich dann daneben und konzentriert sich darauf, so Blume, geh jetzt auf, auch wenn die Sonne nicht scheint. Passiert nichts. Und dann kommen aber andere dabei und je mehr dazukommen und dann kommt noch ein kleines Kind dann dazu und pustet die Blume noch an und plötzlich geht Stück für Stück diese Blumen auf und das ist so das Bild, vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, mit Geist und Herzenskraft einen Einfluss auf die gesamte Atmosphäre des Planeten nehmen zu können, dass eines Tages die Planete eine Reise machen könnte. Ob das wirklich sinnvoll ist, bezweifle ich. Vielleicht könnten wir, wenn wir es mal lernen, mental reisen und so auch andere Planeten inspirieren, wunderschöne göttliche Schöpfung wachsen zu haben. Aber meine persönliche Meinung ist, ich glaube, der Planet ist hier mit Erde und den anderen Planeten ganz gut gefügt. Aber das Experiment könnte man ja mal ausprobieren. Auch sehr spannend, ja, genau. Ist ja nicht so schwer. Also es gibt ja Untersuchungen, wo Pflanzen auf Menschen reagieren. Wenn es da ein Mensch war, der eine Pflanze verletzt hat, dann gab es ja schon Messungen an Pflanzen, dass die Menschen wiedererkennen können. Konkret ist von einem Experiment, dass eine Pflanze aufblüht. Wenn Menschen daran denken, weiß ich noch nicht, aber ist vielleicht schon gemacht worden. Haben Sie zum Abschluss noch ein Zitat für uns? Da habe ich noch etwas herausgesucht. Und zwar mit dem Thema dieses Hektars. Man nehme sich ein Hektar Land, da wo es einem gefällt. Da ist natürlich die Frage, kann man das, darf man das? Und dann sagt Anastasia, wie darf man das denn nicht? Dann brauchen wir aber schleunigst ein Gesetz, damit man das darf. Also eine Empfehlung. Und dann sagt der Anastasia, ja, wie könnte so ein Gesetz lauten? Das ist eine Empfehlung von so einem Gesetz. Der Staat ist verpflichtet, jedem Ehepaar auf deren Ersuchen das Nutzungsrecht für einen Hektar Land auf Lebenszeit zu übertragen. Dieses Land kann innerhalb der Familie vererbt, darf jedoch nicht verkauft werden. Landwirtschaftliche Erzeugnisse dieses Grundstücks dürfen nicht besteuert werden. Das hört sich nicht schlecht an. Herr Kirsch, ich bedanke mich für das Gespräch. Liebe Zuschauer, das war der 4. Teil aus Band 4. Wir sehen uns gleich wieder. Das war der 4. und letzte Teil von Band 4, Schöpfung. In der nächsten Folge geht es weiter in unserer Serie mit Band 5. Wer sind wir? Sie erfahren hier wieder von Anastasia ungefiltertes und unbekanntes Wissen aus Urzeiten. Freuen Sie sich auf die nächsten Sendungen. Bis zum nächsten Mal im Lebensforum Wohlstand. Auf Wiedersehen.